Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Life is Strange, Episode 4. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Morphinständer und gucken uns gerade mal dabei um. Chloes Zimmer steht komplett leer. Die Eltern nutzen es nicht als irgendeinen Raum für sich. Und Chloe kann damit nichts anfangen, weil sie einfach nicht die Treppen hochkommt. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Tja. Sie haben hier ein paar Sachen abgestellt. Ein Brief liegt hier I noch. never heard much about William's brother. Tut mir leid, dass ich den Kontakt irgendwie, nicht halten konnte seit dem Unfall. Er ist irgendwo anders hingezogen aufgrund der Arbeit. Heutzutage muss man ja dahin gehen, wo die Arbeit ist. Ich wünschte, ich hätte dir einen größeren Scheck ausstellen können. Aber du kennst ja die Geschichte. Das Geld ist niemandes Liebling oder niemandes Freund, wie auch immer. Ich hoffe, ich sehe dich bald bei einem Besuch. Küss Chloe und Joyce von mir. Billy. Von Aaron. Okay. Jede Menge Sachen. Tja. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Dear Joyce. Danke, dass du mich up-to-date hältst mit Chloes Zustand. Ich kann mir nur vorstellen, was es mit dir und William macht. Und es tut mir so leid, dass ich nicht helfen kann. Wie jeder andere auch, habe ich selber Probleme mit meinen Medikamentenrechnungen. Oder mit meinen Krankenrechnungen oder wie auch immer. Knuddel Chloe von mir und sende ihr die besten Grüße. Super, davon wird sie auch nicht gesund. Gucken wir mal weiter. Chloe soll sich ja nicht mit Schmerzen plagen. Alter, ist das dunkel. Switch on. How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Tja. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Die ist ja jetzt auch benötigt. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Gucken wir nochmal weiter, was es noch sonst so gibt. Okay, das hätten wir jetzt einfach nur so untersucht, wenn wir es nicht gleich gefunden hätten. Wir müssen ihnen die Stromrechnung gar nicht teurer machen. Machen wir mal wieder aus. Und gehen runter, sobald wir mal kurz hier reingeguckt haben. Das Arbeitszimmer. Und jetzt ist das Schlafzimmer. Oh, Max, it is so nice to have you around. Tja. Ich frage mich trotzdem, warum sich keiner von euch um Chloe schert. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Chloes Beatmungssystem zeigt, dass es schwieriger wird. Es wird irgendwie schwieriger für sie zu atmen als Doktor, als Arzt. Würde ich ihr natürlich das, wie soll ich das formulieren, bin ich um ihre Gesundheit bestrebt, aber ich möchte, dass sie die Realität verstehen.
dass es da einfach immer mehr Probleme geben wird. Ihre Tochter ist eine der mutigsten, tapfersten, stärksten Patienten, die ich jemals hatte. Und ich bin sehr stolz darauf, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ich möchte sie als Elternteil halt darüber aufklären, was es für Möglichkeiten gibt. Ich glaube, dass Chloe sich der Veränderung bewusst ist. Wenn Sie mit mir demnächst reden wollen, da sind meine Kontaktinformationen. Tja, klar, wie lange kann Körper sich so halten? Hundi? Nicht Ehre, Hundi. Sie raucht und? Können wir hier drin rumwühlen oder kriegen wir Joyce is Ärger? already a supermom. Ja, wir können mit ihr reden. Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. Über was reden wir? Über sie erstmal? How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. David Madsen kennt sie ja dann gar nicht. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. Plus, you guys have to work, too. Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Die scheint trotzdem nicht gut zu sein. Es hat sich Do nichts you know geändert zu somebody haben. named David Madsen? He, might hang out at the Two Whales. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Fragen wir mal wegen I wish I Chloe. was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Who helps Chloe out when you guys are at work? We have a series of revolving nurses and caretakers. Chloe still causes trouble, even if she can't move. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? Na, sie wird sterben. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one. No matter what. Gott, ist das traurig. I have to tell you Dieses Spiel macht how einen much fertig. I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I are lucky to have him. Ist er denn immer noch derselbe? Is William still the same? After everything that's happened? For better and for worse. But Oder always weniger. for the better. I never thought I'd love a man so much I can't imagine life without him. It sounds corny, I know. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Sie sind auf ihre Art trotzdem glücklich, klar. Weil sie einander haben und einander stützen, aber es kommt eine verdammt schwierige Zeit auf sie zu. All die Rechnungen, all das Verschulden, mit dem Wissen, Chloe wird trotzdem
nicht mehr gesund werden. Eher im Gegenteil, sie wird immer mehr abbauen. Es wird ihr immer schlechter gehen, sie wird immer mehr leiden, sie wird immer mehr Schmerzen haben, bis sie irgendwann stirbt. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? Chloe, care room. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? I don't know how to say this, Versuchen, das but Beste draus zu machen. I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Ich bin so froh, dass du da bist. Ist sie traurig über mich oder enttäuscht von mir? She is amazing. I'm so glad you're here to help her. And be her father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Max, I just hate to think of what would happen to Chloe if I wasn't here. William, I just want you to know Wenn that du nicht da wärst, whatever wäre sie happens, halt ein I'll always be todtrauriger here for Rebell Chloe. geworden. Always. I know you will, Max. Reden wir noch Being kurz über around you Joyce. and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? Verrücktes Wetter, Rachel Amber, Prescott Family. I was reading about that missing girl. Rachel Amber. Oh, yes, she went to Blackwell, Die ist right? trotzdem verschwunden. Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. The Prescott Prescott? family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. What do you think is going on with all of this Also es hat crazy sich nicht weather alles and verändert. animals Rachel dying? Amber ist immer noch Nobody knows, verschwunden. right? It is Nostradamus type shit, pardon my Nathan ist French. trotzdem anscheinend noch ein But ganz all I schöner actually care Psychopath. about now is Chloe and Joyce. My family. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Wir gehen mal wieder zu Chloe, bevor sie sich zu sehr vor Schmerzen quält. Gib mir die blöden Morphine. Finally. Das Problem ist nur, dass Morphine ja auch die Lunge schwach machen. Also Go ahead and plug it right in. die Atmung lähmen können. And painless. Okay, but get ready Einerseits to sind yell sie for your nötig bei folks so if they starken screw up. Schmerzen, andererseits trust sind sie me. halt auch gefährlich, I wenn man will. eh schon mit der Lunge immer mehr abbaut. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo. But can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Wo ist denn das?
Dann holen wir es natürlich mal her. Ah, da. Dann gucken wir uns mal mit ihr noch ein paar Fotos an. Lassen ihn so ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Lenkt sie vielleicht auch ein bisschen von den Schmerzen ab. Is that okay? Perfect. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. Gehen wir weiter. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Ach Mann. Bilder haben was Schönes, aber natürlich auch irgendwas Verbitterndes, wenn man weiß, was nicht mehr geht oder was mal war und nicht wieder kommen wird. Ich fürchte mich gerade vor dem Bild, wo sie das Auto bekommt. There we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo... Maybe I could... Listen, Max. My respiratory Ich weiß system es is auch. failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. Oh Gott, sie I möchte jetzt just wanted sterben. to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Sie fordert uns jetzt auf, dass wir... Ach du Scheiße. Oh, ist das übel. Oh, ist das übel. Alter Schwede, was sollen wir tun? Sie weiß, dass es nicht besser wird. Sie weiß, dass es absehbar ist. Auch die Ärzte haben es bestätigt. Sie kann nicht gesünder werden. Sie kann sich auch nicht bei diesem Level halten. Es wird darauf hinauslaufen, dass sie stirbt. Und sie möchte wenigstens, dass sie mit einem schönen Gedanken stirbt. Dass wir halt das Letzte sind, was sie erlebt. Dass wir das Letzte sind, was ihr in Erinnerung bleibt. Was sie irgendwie wieder lebendiger fühlen lässt. Und möchte, dass wir jetzt dafür sorgen, dass sie stirbt. Die Vorteile, wenn man das so nennen kann, wären halt, dass sie von ihrem Leid befreit ist, dass es in ihrem Wünsche geschieht, dass die Ärzte es bestätigt haben, dass es halt keine Hoffnung mehr gibt, dass die Eltern von all den Rechnungen wegkommen. Der Nachteil ist halt, wir bringen nicht nur einen Menschen um, sondern auch noch unsere beste Freundin. Wir müssen mit der Schuld leben, dass wir sie umgebracht haben. Die Eltern werden total erschüttert sein, weil sie Angst vor diesem Moment haben, dass er kommt. Und werden sich, glaube ich, nicht im ersten Moment jetzt erleichtert fühlen, dass die Rechnungen vorbei sind, sondern dass sie halt ihre Tochter verloren haben. Oh, Gottes Willen. Wir könnten akzeptieren, ablehnen oder sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Scheiße. Ich bin gerade mächtig überfordert, muss ich sagen, Leute. Mächtig überfordert. Oh Gott. Wir sagen mal, wie es ist. Wir wissen es nicht. Chloe, I really don't know if I can do this.
I had another friend who wanted to end it all, and I did everything I could to try and save her life. How can I be responsible for ending yours? I mean, there's gotta be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most Man important kann es one in my life. nachvollziehen. Ich meine, jeder andere, der vielleicht eine tödliche Diagnose hat, hat das Help me, Max. Anführungsstrichen Recht, über sein Leben zu entscheiden, ob er leben möchte oder nicht und kann seinem Leben ein Ende setzen. Ne? Sie selber kann es nicht. Das ist ja auch, ja, wie die ganze Sterbehilfe und sowas halt auch aufgebaut ist. Eine Sterbehilfe ist, dass man alles bereitstellen kann, aber einnehmen muss es derjenige selber. Er muss selber für seinen Tod sorgen quasi. Damit es halt kein Mord ist, sondern ein Selbstmord. Ein frei gewählter, nicht gezwungener. Jemand, der querschnittsgelähmt ist, kann ich mir gut vorstellen, dass der wenig Bock aufs Leben hat. Gerade wenn er vom Hals angelähmt ist. Ich glaube, von den Beinen an, von der Hüfte an wäre es nochmal was anderes, aber vom Hals an wirklich gar nichts mehr können, einfach nur in seinem eigenen Körper gefangen sein und wissen, dass es nicht besser wird. Klar möchte man dann auch irgendwo selber Entscheidungen treffen können. Und doch kann man sie nicht, denn wie gesagt, es kann eben nicht mal in dem Moment eine Organisation helfen, weil einnehmen müsstest du selber und das kannst du nicht in diesem Moment. Akzeptieren oder ablehnen. Alter Schwede. Und am liebsten würde ich ja ablehnen und auf dieses blöde Bild gucken und alles rückgängig machen und dann sind wir wieder bei unserer alten Chloe und können ja sagen, hey Chloe, fühl dich nicht schlecht, ich habe mir das angeguckt, wenn dein Vater lebt, wirst du dafür querschnittsgelähmt sein und ein Krüppel sein und dann deinen Tod betteln. Wie übel. Ach Gott. Alter Schwede. Ja, am liebsten in der Zeit zurück und demjenigen sagen, dass es halt, dass sie ihnen nicht nachtrauern soll, dass es dann halt anders gelaufen wäre. Doch wenn wir jetzt ablehnen, was passiert dann mit Chloe? Stirbt sie leidend? Andererseits, wenn wir helfen, wäre dann vielleicht nochmal irgendwas gekommen? Verhindert es irgendjemand? Also aus meiner persönlichen Entscheidung heraus, jetzt mal ohne wirklich, was ich selber denke. Ich finde, jeder Mensch hat das Recht, selbst über sein Leben zu entscheiden. Und ich kann es nachvollziehen, wenn jemand gute Gründe hat, sinnvolle Gründe hat, nicht nur einfach, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich ticksche, ich bringe mich um, sondern wirklich gute Gründe hat, dass er dann einfach ein Recht hat, seinem Leben ein Ende zu setzen. Und ich finde, Chloe wirkt durchdacht. Chloe weiß um die Diagnose. Es ist nicht einfach nur, dass sie es satt hat und gar nicht probieren will, sondern dass sie einfach weiß, es wird nicht besser. Und dass sie da einfach sehr aufgeklärt ist. Und von daher finde ich, sollten wir ihr helfen. Chloe. I'll just drift to sleep, dreaming of us here together. Forever. Alter Schwede. Ich möchte nicht in der Situation von Max gerade stecken. Absolut nicht. Thank you so much. I'm so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. Never. I love you, Max. See you around. Sooner than you think. Das ist hart. Scheiße.
Wie werden die Eltern reagieren, wenn ihre kleine Tochter nun stirbt? Alter Schwede. Wir können nichts tun. Wir können nur schauen und warten. Wir könnten es noch rückgängig machen. Oh, fuck. Wie hart ist das denn? Ich würde gerne irgendwas tun. Können wir da hinten sehen, wie es funktioniert? Nee, das ist ein Standbild. Wir sehen leider nicht, wie die Werte sind. Nur die Zeit vertickt. Fuck, wir können gerade nichts machen. Ah. I'm sorry, William. Und wir entscheiden uns dafür, dass lieber der Vater stirbt. Damals. Wir probieren nochmal zurückzugehen. Wir gehen nochmal zurück und versuchen genau das, was ich gesagt habe. Wir versuchen Chloe, wo es ihr noch gut geht, wo sie punky ist, wo sie vielleicht am Boden zerstört ist, aber trotzdem noch sie selbst. Versuchen wir ihr lieber mitzuteilen, was wirklich passiert wäre, hätte ihr Vater damals überlebt. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Wir lassen ihn ziehen. Und Hello? damit kehren wir wieder Hey, in honey. die Geschichte zurück, die wir anfänglich hatten. Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Die Geschichte, Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college? wo wir alle unsere Entscheidung zuerst getroffen haben. Aha! You can't hide from me forever. Und wir zerstören das Foto, damit wir nie wieder auf die Idee kommen, dort zurückzukehren. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Oh, fuck. You'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always.
Das Spiel ist so krank, ich sag's euch, Freunde. Was das Spiel mit einem macht, ist so übel. So übel. Chloe, you're alive. Yes. Whoa, whoa, down, Max. You get one kiss, now you're all over me? I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the room. Sie scheint es nicht zu wissen und es hat sich ein bisschen was geändert. Sie scheint nicht so niedergeschlagen zu sein, wie wir sie zuletzt gesehen haben. Tell Chloe about what happened. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Doch das sehen wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge, weil wir schon über die Zeit drüber sind. Es ist auf jeden Fall die Chloe, die wir vorher kannten. Ne? Die Frage ist, ob sich irgendwas anderes geändert hat. Sie wirkt jetzt nicht so niedergestimmt, wenn auch die Erinnerungen irgendwo wieder dieselben sind. Puh. Was für ein Hardcore-Spiel. Das hätte ich, als wir es damals angefangen haben, nie vermutet. Nie. Krass. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Genau. Aber wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Von daher bleibt dran. Bis dahin, macht's gut. Ciao.